Hallo Händler, heute helfen uns die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus beim Handel. Schauen Sie bis zum Ende alle Nuancen dieser Strategie zu verstehen und finden Sie heraus, wie viel ich geschafft habe zu verdienen. Haben Sie schon alle Videos gesehen? Wollen Sie mehr Signale und Handelslektionen? Dann abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal, auf dem ich mit Abonnenten handle. Der Link steht in der Beschreibung. Abonnieren Sie und kommen Sie zurück. Hallo Leute, heute werde ich Ihnen beibringen, wie Sie mit binären Optionen Geld verdienen können, und zwar mit einer einfachen Strategie, die mir seit langem ein hohes stabiles Einkommen beschert hat. Ich verstehe, dass die meisten von Ihnen wirklich wollen, um den Handel zu lernen. Nehmen Sie also jedes Wort in diesem Video ernst. Ich bin sicher, dass es für Sie hilfreich sein wird, wenn Sie wirklich Gewinne machen wollen. Also los geht's, fangen wir an. Für den Anfang möchte ich Ihnen meine Strategie zeigen. Dabei geht es um den Handel von Niveaus. Wir alle wissen, dass es zwei Arten von Niveaus gibt, von Trends aufwärts und abwärts. Aber manchmal bildet der Markt sozusagen eine Handelskorrektur. Das nennt man eine Seitwärtsbewegung oder ein Flat. Also innerhalb dieser Seitwärtsbewegung bewegt sich der Kurs von Niveau zu Niveau, genau so. Der Kurs prallt von einem Niveau ab und steuert auf ein anderes zu. Das obere Niveau wird als Widerstand bezeichnet. Während der Kurs das Widerstandsniveau erreicht, machen wir ein Geschäft nach unten. Das untere Niveau wird als Unterstützung bezeichnet. Während der Kurs das Unterstützungsniveau erreicht, machen wir ein Geschäft nach oben. Wie Sie sehen, ist an dieser Strategie nichts Schwieriges. Also lassen Sie uns mit dem Handel beginnen. Fangen wir an endlich. So, ich habe die erste interessante Situation gefunden. Ich mache ein Geschäft nach oben für 1 Minute. Wir sehen, dass sich der Preis innerhalb dieser Handelsspanne bewegt. In diesem Moment befindet sich der Preis in der Unterstützungszone. Deshalb habe ich ein Geschäft nach oben abgeschlossen. Während das erste Geschäft läuft, möchte ich Ihnen erklären, warum solche Seitwärtsbewegungen auf dem Markt auftreten. Wir alle wissen, dass sich der Markt nach dem Verhalten der Marktteilnehmer bildet. Käufern und Verkäufern. Wenn es mehr Käufer auf dem Markt gibt, steigt der Preis. Wenn die Verkäufe dominieren, sinkt der Preis. Manchmal gibt es jedoch ungefähr die gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern. Deshalb kann der Markt seitwärts gehen, wenn ein solcher Kampf zwischen Verkäufern und Käufern stattfindet. Also, ich hoffe, das ist klar. Sehen wir, wie unser Geschäft passiert. Unser Geschäft wird sicher mit Gewinn abgeschlossen. Weiter geht's. Ich habe eine weitere interessante Situation gefunden. Ich mache einen $100-Deal nach oben für 1 Minute. Wie wir sehen, ist der Kurs wieder in diesem Handelskorridor. Der Preis kommt wieder in die Unterstützungszone und ich mache einen Deal nach oben an diesem Punkt. Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Also wenn Sie Geschäfte machen, empfehle ich Ihnen auf die Kerzen zu achten. Wenn Sie Kerzen mit großen Schatten auf der gegenüberliegenden Seite sehen, ist das ein Signal für einen möglichen Rollback. Sehen Sie sich meinen Einstiegspunkt an. Ich bin genau bei dieser Kerze in den Markt eingestiegen. Sehen Sie sich Ihren Schatten an. Das bedeutet, dass auf diesem Niveau viele Käufe gibt, die den Verkäufen nicht erlauben, tiefer zu gehen. Ein weiteres Geschäft wird sicher mit Gewinn abgeschlossen. Weiter geht's. Ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Der Kurs befindet sich wieder einmal auf dem Unterstützungsniveau, also mache ich einen Deal nach oben. Lassen Sie es mich für Sie visualisieren. Der Kurs hat die Unterstützungsniveau erreicht, deshalb habe ich das Geschäft nach oben abgeschlossen. Natürlich wird der Kurs nicht immer von diesem Niveau abprallen. Früher oder später würde das Niveau durchbrochen werden. Achten Sie also auf Ihr Risikomanagement und gehen Sie nicht mit Ihrem gesamten Kontoguthaben in den Handel. Wir bekommen den Gewinn aus diesem Geschäft während einer erstmaligen Impuls eingefangen. Ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Ich mache ein Geschäft für 1 Minute nach unten. In diesem Fall hat der Preis die Widerstandszone erreicht. Deshalb schließe ich zu diesem Zeitpunkt ein Geschäft nach unten ab. Um ein starkes Niveau zu bestimmen, von dem der Preis abprallen könnte, müssen wir sehen, dass der Preis sich dem Niveau mindestens 2-mal nähert. In diesem Fall ist der Kurs beispielsweise 2-mal von der Marke abgeprallt.
was auf einen starken Verkäufer hindeutet, der die Käufe nicht höher steigen lässt. Der Markt ist einfach nicht stark genug, um diese Marke zu durchbrechen. Also ich hoffe, das ist klar, sehen wir. Ein weiteres sicherer Gewinn. Lassen Sie uns nach anderen ähnlichen Situationen Anschau halten. Ich schließe also einen Deal für 1 Minute nach unten ab. Der Kurs ist wieder innerhalb des Handelskorridors. Der Kurs hat die Widerstandszone wieder erreicht. Deshalb schließe ich zu diesem Zeitpunkt ein Geschäft nach unten ab. Das Geschäft geht verloren, aber das ist okay, das ist in Ordnung. Ich habe den Betrag dieses verdoppelt und ein kompensierendes Geschäft abgeschlossen. Beachten Sie den Ausdruck aus dem Niveaus. Nachdem das Niveau durchbrochen wurde, geht die Bewegung normalerweise weiter. Grundsätzlich gilt, wenn der Kurs das Widerstandsniveau durchbricht, würde er wahrscheinlich weiter steigen. Nach den Regeln der technischen Analyse sollte der Kurs jedoch, bevor er weitergeht, das nur noch einmal testen. Also das bedeutet, dass der Kurs auf das vorherige Widerstandsniveau zurückfällt und erst danach wieder ansteigt. Und das ist genau das, was in diesem Fall passiert. Unser Geschäft schließt mit Gewinn ab. Weiter geht's. Ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Ich mache ein Geschäft nach oben für 1 Minute. Wie wir sehen, ist der Preis an die Unterstützungszone gekommen. Das ist genau der Grund, warum ich an dieser Stelle ein Geschäft nach oben mache. Ab diesem schön geformten Niveau können wir sehen, dass sich der Preis in diesem Fall zweimal diesem Niveau genähert hat. Und es gibt auch Kerzen mit großen Abwärtsschatten, was auf einen starken Käufer hindeutet, der die Kursbewegung zu seinen Gunsten hält. Wir bekommen unseren Gewinn. Ich habe eine weitere interessante Situation gefunden, mit der ich arbeiten kann. Ich mache ein Geschäft nach oben für 1 Minute. Wir sehen, dass der Preis in die Unterstützungszone eingetreten ist, was genau der Grund ist, warum ich zu diesem Zeitpunkt ein Geschäft nach oben abgeschlossen habe. Neben dem Unterstützungsniveau können wir feststellen, dass es einen schönen Aufwärtstrend gab, bevor sich diese Niveau bildeten. Jedes Maximum wurde ständig aktualisiert und die Minima setzen sich höher als die vorherigen. Diese Geschäft bringt uns also weitere $92. Ich denke, wir können jetzt zusammenfassen. Dank dieser Strategie habe ich $1000 aus 400 gemacht. Das Ergebnis von heute gefällt mir sehr gut. Also werde ich diese Strategie bei der heutigen Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal verwenden. Der Link ist in der Beschreibung und in dem angehefteten Kommentar. Also danke fürs Zuschauen, Leute. Auf Wiedersehen. Bis bald. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.